Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, und zwar, es gibt, habe ich euch ja versprochen, ein neues YouTube-Video zu machen, wenn ich mehr weiß über den Talways mit den Rennen. Ne? Habe ich euch ja versprochen. Und das weiß ich jetzt, ne, weil ich jetzt ab und zu natürlich selber mitmache. Ich muss dazu sagen, da ist ein bisschen ist jetzt nicht unbedingt Zippo dran schuld, weil, ne, nicht, dass ihr jetzt wieder den Eindruck erweckt, nur weil Zippo beim Rennen ist, um ihn zu beeindrucken, mache ich mit. Äh. Es gibt eine andere Vito. Erstens, es fängt mir langsam an, Spaß zu machen. Und zweitens, ich habe einen neuen PC. Dann geht das alles ein bisschen besser und ein bisschen flüssiger. Ihr müsst nicht die neuesten Scheiß haben, um hier mitzumachen, ja. Wo ich mit Zippo noch zusammen war, wie ich weiß, der hatte früher eine alte Gurgel, ne? Also da ist der Rennen mitgelaufen, das ist der helle Wahnsinn. So, zum Thema dazu. Also, ihr klickt hier auf Motivation und auf Follower, also auf Folgen, ne? Wie ihr mir ja folgen sollt, lol. Und zwar, damit die Tiere wie im wahren Leben, wenn ihr Sport macht, ne, dass die nicht, dass sie keinen Muskelkater kriegt und ihr auch keinen Muskelkater kriegt, tut man die ein bisschen vorglühen und da sollen sie dadurch und werden sie auch ein bisschen schneller. Welche Dinos, ich sage immer Dinos dazu, weil das sind in meinen Augen Dinos und gut, die nennen's Talbase. Komm, ich hab dir gesagt, du sollst laufen und nicht stehen bleiben, ja? So. Ähm, ich nenne es immer, wie gesagt, Dinos. So, also, wie gesagt, ich habe euch ja den Video gemacht, wie man die tammt und so weiter und so fort, ne? Damit man es drauf reiten kann. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie man so Rennen mitmacht, also mitmachen kann. Ja, so, dann tun wir mal hier stoppen. Das hat genug gelaufen, also die haben genug vorgeglüht. Es ist wichtig, Division 1, Division 2 und Division 3. Es gibt noch ein Division 4. Den zu tammen dauert ungefähr circa eine Woche. Ja, weil der braucht 21 Speed und 20 Level. Ne? Also das dauert unheimlich lange, bis man und deshalb habe ich mir den mal von einem guten Freund geben lassen, der die macht und tut, also levelt und tut und macht. Und er hat mir dann rübergeschickt. Ich könnte das zwar mit meinem ersten PC, sage ich immer, der läuft ja auch noch, da könnte ich es mitmachen, äh, funktioniert aber, mache ich aber nicht. Für was? Bisschen Strom sparen, Leute. So, hier sind wir beim Registrierung. Also, ihr müsst euch wenn ihr bei dem Division 1, Division 2 und Division 3 gibt es ja die sind unter Gruppen unterteilt, ne? Habe ich euch ja gesagt schon. Es gibt Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C und Gruppe D. Ihr fangt aber von hinten an, ne? Also von hinten, ne? Kleines Veto, ihr wisst, welche Wortwahl ich im Mund habe, von hinten. Also, ihr fangt bei D an. Ne? Ihr wechselt, erst macht ihr D, dann kommt C, dann kommt B und zum Schluss ist A. A ist die Königsliga, sage ich immer, momentan, wo auch Zippo mit bei ist. Ne? Der hat natürlich auch in der D-Liga angefangen. Die Registrierung ist hier zu. Warum? Weil ich eine Strecke ausgewählt habe, die momentan gar nicht im Rennen damit bei ist. Ne? Ich schicke euch den Link unten mit bei. Ne? Also wenn ihr beim Rennen mitmachen wollt, ja, dann schickt doch mal, warte mal, schick euch mal einen Namen. Und zwar heißt diese gute Frau Hips. Ähm,
die, da könnt ihr sie mal kurz anschreiben und könnt schreiben, ihr wollt die Gruppe haben. Dann könnt ihr schon mal hier hinretzen. Ne? Die Gruppe war früher mal offen für jeden. Es ist zu großen Scheiß damit gebaut worden. Es sind Tiere getötet worden, einfach. Ich sag's was für ein Schwachsinn, für ein Scheiß. Man stellt sich dahin, tut sich alles tammen und machen und tun. Und dann sind da Arschlöcher dabei gegangen und haben die Tiere einfach getötet. Man kam hier auf diese und ja, ne, da war ich noch mit Zippo zusammen und der sagte auf einmal bei verschiedenen Dingern, sind die Tiere tot bei verschiedenen Leuten. Also konnten die gar nicht mitlaufen, weil jemand sie sterben lassen hat. Zurückzukommen auf die Registrierung. Wenn die Registrierung jetzt offen würde jetzt hier nochmal Link, eine Seite aufgehen, also so ein blaues Ding oben in der HUD und da heißt es Division D in meinem Fall und dann müsste ich die ganzen Namen und Division 1, Division 2, Division 3 leuchtet dann auf. Äh, und auch Division 4 leuchtet auch auf. Erzähle ich euch gleich warum auch, für was Division 4 ist. Aber Division 1, Division 2 und Division 3 müsst ihr dann den Namen eingeben von eurem Tier, ne, und natürlich auch die Zahl und dann auf OK gehen. Die Registrierung, wenn ihr die Gruppe habt, wird in der Gruppe angegeben, ist 24 Stunden lang offen vorm Rennen. Das heißt, heute ist Freitag, zum Beispiel heute Abend in deutscher Zeit, ich müsste lügen, 17, 18 Uhr, weil das Rennen ist ja Samstag 18 Uhr, ist es ab heute Abend in deutscher Zeit zwischen 17 und 18 Uhr kriegt man dann die Information, man darf sich registrieren. Die Registrierung ist offen. Ne? Und es gibt, wie gesagt, noch zwei Dinge, die habe ich vergessen. Es gibt einmal ein Blutbad und ein Open, nennt sich das. Ne? Warum das jetzt unbedingt Open heißt, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht erzählen, habe ich noch keine Informationen drüber, beziehungsweise weil es anscheinend ähm, Division 4 nicht unbedingt gebraucht wird. Also man nicht bei dem Hauptrennen nicht zählt. Es ist nur so ein bisschen Just for Fun, weil man dann ein bisschen, entweder hat man das Glück bei Blutbad und bei Open entweder Gold zu bekommen oder Wein oder auch ein bisschen Taschengeld. Ja. Für die beiden Division 2 und Division 4 bei dem Open und Blutbad müsst ihr euch auch registrieren. Aber, jetzt gibt's ein Aber, ihr müsst am Hauptrennen nicht euch teilnehmen. Also wenn ihr sagt, ich will nur Open mitmachen und Division 4 mitmachen und will aber am Rennteil nicht mitmachen, wie ich es momentan ab und zu mal mache. Ab und zu nehme ich an Open und Division 4 Rennen teil, aber am Renntag an sich, also an dem Rennen an sich, Division 1, Division 2 und Division 3, nehme ich noch nicht teil. Ja? Kann irgendwann sein, dass ich teilnehme. Ansonsten halt. Momentan mache ich es aus Just for Fun, ne, um natürlich auch ein bisschen jede Strecke natürlich logischerweise kennenzulernen. Ne, ich fange das Ding immer ein bisschen von hinten an. Zippo hat sich gleich registriert, beziehungsweise, so weiß ich es noch, hat sich Tiere gezähmt und gemacht und getan und hat auf Division 4, Division 1, 2 und 3 und hat sich registriert natürlich für D, ne? Und glücklicherweise, ich müsste lügen, muss in seinem Profil gucken, da steht's ja drinne, ist ganz kurzfristig, 1, 2 oder 3 Monate später immer weiter aufgestiegen, bis er in die A war, wo er jetzt natürlich jetzt auch wunderbar noch ist, ne?
Macht auch Spaß, ganz ehrlich, bei ihm mit zuzugucken. Schleim. Ich mache das ja nicht, wie gesagt, aus ihm zu beeindrucken, auch wenn das jetzt rüberkommt. Ne? Ich mache es ja aus Just for Fun mit. So, ihr habt dann natürlich hier eine Strecke. Ich habe mal mein Division 1 da vorne aufgestellt. Am besten, ihr macht euch die AO aus und stellt euch auf Rennen. Ihr müsst natürlich die G- und S-Hood aufhaben, beziehungsweise aufhaben, lol, also anhaben. Und die sollte natürlich auf 1 sein. So, der stand schon ein bisschen hier, den tue ich mal ein bisschen vorglühen. Ich lasse mal den Text an. Normalerweise macht man den Text aus. Und ja, wie gesagt, bei Division 2, das habe ich wieder vergessen, Entschuldigung, bei Division 2, bei Open und bei Division 4, das wird geritten mit Division 2, ne? Also mit dem Division 2 Dino. Müsst ihr euch zwar registrieren, ja, aber ihr müsst am Hauptrennen nicht teilnehmen. Und bei Division 1 ist es nach meinem Bemessen, glaube ich, immer eine Runde. Oder es kommt darauf an, wie viele Leute mitmachen, weil ihr seht, es geht ja nur bis zu 10. Also 10 können immer an einem Rennen, ähm, an einer, an einer Runde mitmachen, 10 Leute. Ne? Und dann wird immer ausgewotet. Manchmal gibt es 2 Rennen, weil es muss ja irgendwo mal ein Sieger gemacht werden. Ne? So. Es gibt natürlich Leute, die reiten so. Ne? Also die reiten hier so im Hintergrund, also komplett so. Ne? Aber ich laufe, wie andere auch das machen, beziehungsweise wie ich das weiß, wie das Zippo macht, im Mauslook. Ne? So, ich tue mich mal jetzt hier so hinstellen. Ich werde beschissen sein. Ja. Ähm, Warum das noch zu ist, keine Ahnung. Äh, Gut, ich komme da mit dem Menü noch nicht so wirklich klar. Deshalb mache ich das mal einfach mal so ohne. Ihr habt dann wenn ihr hier drinne steht in dem Ding, ne? Also in diesem Zaunding, sage ich jetzt einfach mal, dann läuft eine Zeit ab, ne? Und die läuft von 10 bis 1 und dann wisst ihr, aha, wenn das 1 abgelaufen ist, startet es. Ne? So, ich laufe jetzt hier einfach mal ohne Zeit. Wie gesagt, dann würde da vorne an dem Board Zeiten auflaufen und so. So, es gibt natürlich hier noch Bäume und Deko und alles, die habe ich weggerendert, ist am besten. So, ich laufe jetzt einfach mal. Ne, einfach mit der WASD-Taste und dann hier einfach mal mit der E-Taste springen. Ne? Und das, wie gesagt, normalerweise geht das auf Zeit. Ich mache es jetzt mal für das YouTube-Video mal ohne. Ne? Und ich laufe natürlich hier beschissen, weil, wie gesagt, ich bin noch kein Profi. Also ich kann noch nicht so mithalten wie Zippo und ja, ganzen anderen. Das dauert noch. Ne? Aber mir persönlich sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Mir geht es nicht darum, auf Zeit zu rennen. Auch wenn ich mich für Division D, also fürs Rennen registrieren würde, damit ich mitlaufen wollen würde, sage ich ganz einfach, mir geht es aus Just for Fun. Mich interessiert nicht, ob ich da auf bei Division 1 oder 2 oder 3 ne, bei jeder Gruppe
wie ich es immer sage, auf Platz 1 bin. Für was soll ich mir den Stress machen, immer auf Platz 1 zu landen zu müssen und ich bin auf Platz 1 und nee, ich bin auf Platz 3 und der hat die Nummer und der hat die Nummer und so weiter und so fort. Nee, diese Kopfschmerzen will ich mir einfach nicht machen. Und die mache ich mir auch nicht. Ne? Es wird natürlich, wenn jetzt hier ein paar Leute da sind, das ist natürlich geil. Meistens immer, wenn man dann auf die Rennstrecke natürlich geht, wo das aktuelle Rennen da ist. Die Seite gebe ich euch natürlich unten auch mit bei dem Video. Und da macht es natürlich mehr Fun und mehr Spaß, mit mehr Leuten zu laufen. Das ist ganz klar. Ne, normalerweise würde jetzt hier eine Zeit ablaufen und ich weiß auch gar nicht momentan auswendig, ähm, ach doch, das kann ich euch noch zeigen, welche Rekorde ähm, das alles beinhaltet momentan. Wartet, ich muss äh, mit der Kamera so. Also, auf Division 4 ist die Rekordzeit 1:35,280, wenn ich das richtig sehe. Auf Division 3 wäre 1:45, 3:91. Ne? Unten drunter ist immer derjenige, der das gewonnen hat, heißt Hermes. Naja, den Namen lassen wir mal lieber weg. Sagt schon der Name. Und Division 2 ist 1:53, 5,79. Und Division 1 ist der Rekord momentan bei 2 Minuten und 4. 2,48, wenn ich es richtig erkenne. Ne? Und ja, also wie gesagt, ne, dann läuft ihr die Strecke. Es gibt natürlich bei Division 1 eine Runde, bei Division 2 2 Runden und Division 3 3 Runden. Es gibt sie aber auch, wenn die Strecke natürlich kurz ist, kann es schon mal passieren, dass auf Division 1 2 Runden oder mehr 2 Runden, auf Division 3 Runden und dann auf Division 3 oder so mehrere Runden gelaufen wird. Also es ist immer streckenabhängig. Ne? So, und natürlich solltet ihr euch dann hinstellen, wie ich es hingestellt habe, wenn ihr mal üben wollt und testen wollt, ähm, auf DMP oder wie das auch immer auf Englisch heißt, also ohne Team, ne? Weil die meisten haben ja, wie ihr hier seht, ich laufe mal hier so ein bisschen durch, ähm, gibt es natürlich Teams. Ne? Die HOR ist eine Gruppe, das ist ein Team, komplettes Team. Dann ist die Misfits oder wie sie auch immer heißen. Ach, das ist Karis. Ähm, Dann gibt es Koroba. Da ist auch da sind auch mehrere Strecken, die man laufen kann. Ne? Und dann gibt es was haben wir hier noch? Die Jasmin, wenn ich so richtig erkenne und lese. Seht ihr, hier ist frei, hier könnte sich jeder hinstellen. Und die HOM, ne, sind mit 2 Dingern. Und dann gibt es hier noch Hermes, die ist, oh Gott, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr, hier sind verschiedene, die mitlaufen. Die EDG, da ist Zippo mit drin, das ist momentan, ist er bei der Gruppe, soweit ich weiß, momentan noch der Einzigste, der mitläuft. Der andere läuft nicht mehr mit. Aus verschiedenen Gründen möchte ich jetzt hier nicht sagen, geht ja auch niemandem was an. Auf jeden Fall, ne, momentan ist da. Aber er tut sich meistens registrieren ohne Team, weil
es ist ja so, ne? Also er ist zwar in einem Team drinne, aber ist er nur alleine, der läuft und deshalb macht er meistens immer ohne Team. Ist ja auch richtig so. So, und wenn ihr die Tiere dann mit nach Hause nehmen wollt, ne, dann einfach hier auf Bearbeiten gehen und den Pfeil nach oben klicken. Dann tut ihr sie komplett aufnehmen und dann mit nach Hause nehmen. Ihr dürft euch, wenn ihr euch registriert habt, dürft ihr die Tiere, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, dürft ihr die Tiere 24 Stunden auch vorm Rennen stehen lassen auf jeder Strecke. Ne? Solltet ihr natürlich, ich weiß es nicht, was es kosten würde, wenn sie jetzt hier ein bisschen länger stehen würden, aber auf jeden Fall haben sie eine Gebühr einbezogen, damit man dann, dass dann die Tiere ein bisschen länger hier stehen lassen dürfen. Naja, mag der eine andere sehen oder nicht. Ne? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, bis die Tage dann, eure Sandy.